Ja, moin und herzlich willkommen bei Lockpicking Nord. Heute möchte ich euch meine beiden Picksets vorstellen. Einmal das eine, welches ich immer bei mir trage, jeden Tag. In meiner Arbeitshose sieht man wahrscheinlich auch, so abgenutzt und dreckig wie das Ding ist. Und einmal mein großes Case, in dem ich die Picks aufbewahre, die ich so gut wie nie oder selten brauche. Zunächst mal mein tägliches Pickset, welches ich wie gesagt immer bei mir trage, also rund um die Uhr. Ist das Tuxedo Case von Sparrows, ist ziemlich klein, ziemlich kompakt, also es gefällt mir sehr gut, weil es halt gut in die Hosentasche passt, ohne irgendwie groß aufzutragen und aufzufallen. Ich hatte zu Anfang ziemlich viele Picks drin, wahrscheinlich zu viele, und deswegen hat mir das hier oben alles eingepiekst, eingeschnitten, das ist alles durch. Hab dann aber ganz schnell aussortiert, bevor das noch schlimmer wird. Ja, dann wollen wir mal zum Inhalt kommen. So sieht das Ganze aus. Und zwar habe ich da eigentlich nur die wichtigsten Dinge drin, die man so im Alltag als Picker braucht. Ja, kommen wir mal zu den Picks als erstes. Dann wir den Half Diamond, den Diamanten, den halben, von Southord. Dann haben wir hier den Euro Hook von Sparrows in 0,5 mm, ne, ich glaube 0,4. Dann haben wir hier von Sparrows den Steep Hook oder auch Deep Hook. Dann haben wir hier von Multipick den PN07, das ist der Medium Hook von Multipick. Und noch einmal von Multipick den PN06, das ist der Standard Hook oder auch Standard Haken. Und zu guter Letzt ein Rake für alle Fälle, das ist der Worm von Sparrows. Ja, viel mehr brauche ich eigentlich nicht im Alltag. Den Half Diamond habe ich auch nur für alle Fälle dabei, falls ich mal einen Dimple Lock picken muss oder möchte. Und klar, der eignet sich nicht am besten, aber er passt ganz gut in meine Tasche und auch zum hier Wafer Locks und so Raken kann man den ganz gut benutzen. Aber im Großen und Ganzen brauche ich nur zwei verschiedene Hooks, das heißt 4 verschiedene, aber 2 verschiedene Stärken sind das. Das heißt, das sind einmal 0,5 mm beim Multipick und einmal, ich glaube, 0,3 oder 0,4 bei Sparrows. Die sind ein bisschen flexibler, ein bisschen dünner auch. Ja, zu den Spannern habe ich einmal die ganz normalen L-Wrench oder L-Spanner in der großen Ausführung für diverse Hangschlösser und auch den einen oder anderen Profilzylinder, den ich oben spannen muss. Dann habe ich einmal den kleinen L-Spanner, der ist handgefertigt aus dem Scheibenwischer-Inlet mit einem kurzen und einem langen Ende. Dann habe ich einmal meine Feder, die ist auch handgefertigt und die benutze ich, um unten im Keyway zu spannen. Da ich Linkshänder bin, fällt die bei mir ein bisschen kürzer aus, weil ich vor allen Dingen mit dem Daumen spanne, mit dem Daumen der rechten Hand. Tobias seine ist ein bisschen länger und sieht ein bisschen anders aus, aber sonst sind die eigentlich ziemlich identisch vorne an der Spitze. Dann habe ich hier den Dimple oder auch Baumwollenspanner aus Titan und 3 verschiedene Pry Bars oder auch Flat Wrenches. Einmal in 1,4 mm, einmal in 1 mm und einmal in 0,8 mm. Ich habe mir die farblich markiert, damit ich die besser auseinanderhalten kann. Ich habe die zwar noch graviert, nicht besonders hübsch, aber ich habe versucht, da zumindest ein bisschen Richtung reinzubekommen. Gerade eben, weil diese Schrumpfschläuche auch nicht ewig halten und manchmal auch abfallen. Wie in der Mitte, da war ein gelber dran, der ist jetzt weg, aber nun ja, irgendwann mal wieder neuer. Das war's in meinem Daily Pick Case eigentlich soweit. Ja, kommen wir zu dem nächsten. Ja, kommen wir nun zu meinem großen Case. Das ist das Sparrows Sherman Case. Ist relativ groß, aber wie gesagt, ich brauche es ja auch nicht in der Tasche rumtragen. Ich habe es meistens in meinem Korb oder meinem Rucksack, wenn ich auf Arbeit bin. Und ansonsten habe ich es zu Hause irgendwo rumfliegen, wo ich es erreichen kann im Notfall.
Ja, da habe ich alles drin, was ich eigentlich eher weniger oder selten bis gar nicht brauche. Fängt auch gleich schon an auf der ersten Seite hier. Da habe ich zwei Bohrmuldenpicks. Einmal eine Curved Flag, eine handgefertigte, ziemlich klein. Dann haben wir einmal eine Straight Flag oder eine gerade Flagge aus dem Schälmesser. Ist relativ flexibel, aber damit kann man ganz gut Domzylinder und so picken. Alles, wo man mehr Platz hat, auch die Abus, Hangschlösser zum Beispiel. Das geht wunderbar. Auf der rechten Seite haben wir den Pick für Drehscheiben Zuhaltungsschlösser. Brauche ich nicht so häufig, aber da ich ihn habe ich ihn auch einfach mit dabei und dann kommt er nicht weg. Ist aber weniger interessant. Hier unten habe ich ein paar Core Shims, falls ich mal Probleme bekomme mit Challenge Locks oder mit irgendwelchen abgefahrenen T-Pins. So, dann sehen wir hier in der Mitte schon die ersten Spanner. So sieht das Ganze von innen aus. Da haben wir hier einmal verschiedene Rakes. Das ist einmal ein Baumwolden Rake. Das ist aus dem China-Set, habe ich auch schon mal vorgestellt in einem der Videos. Eignet sich wunderbar für die Burgwächter Boccia Schlösser zum Beispiel. Oder Baumwolden Zylinder, wo man jede Menge Platz hat. Hab den ein bisschen runtergeschliffen, sodass er auch in kleinere Keyways passt, aber dafür eignet er sich eigentlich nicht so. Hier habe ich nachgefertigt nach einem Bild den Sandman von Sparrows, glaube ich. Habe ihn eigentlich noch nie irgendwie benutzt. Ich wollte ihn eigentlich nur haben und mal gucken, wie er so ist. Und ja, habe ihn aus einem Metallsägeblatt, aus einem Bügelgestell Metallsägeblatt nachgefertigt und poliert. Dann haben wir hier einmal den Worm von Sparrows, diesmal aber in einer handgefertigten Version. Und zwar ist der viel dünner. Den habe ich auch aus einem Sägeblatt, aus einem Puck-Sägeblatt gefertigt. Ne, aus einem Japan-Sägeblatt, aus einer alten Japan-Säge. Der ist extrem flexibel. Den habe ich auch ein bisschen kleiner gehalten vom Design so, also ein bisschen kompakter, dass er auch besser in ganz schmale, flache Keyways reinpasst, von ganz kleinen Vorhängeschlössern zum Beispiel. Funktioniert auch wunderbar eigentlich soweit. Dann haben wir hier den Bogota Rake, den Double Peak von Sparrows. Der ist original. Dann haben wir hier noch einen Bogota. Das ist der Triple Peak von Sparrows. Benutze ich eigentlich fast gar nicht. Ich denke mal, dass man die eher in Amerika bräuchte oder braucht, wo man halt wirklich viel Platz im Keyway hat und da könnte sich das besser eignen. Hier haben wir einmal einen W-Rake oder einen W-Rake. Den habe ich auch handgefertigt aus dem Sägeblatt. Kann auch ruhig ein bisschen, naja, steifer sein, so vom Ding her, weil es halt ein Rake ist. Das heißt, wenn man den so von der Bauform reinbekommt, dann kann er auch ruhig ein bisschen stärker sein. Dann hat man keine Probleme, dass der hin und her wackelt oder was ich was. So, in der Mitte haben wir noch ein paar Spanner. Das sind so die ich über habe aus irgendwelchen Sets. Nochmal ein kleiner L-Rake. Hier habe ich nochmal eine große Feder, auch selbst gebaut, aus einem Scheibenwischer-Inlet. Das ist die Linkshänder-Version, vor allen Dingen für größere Abus oder Burgwächter Hangschlösser gedacht, damit man die unten spannen kann. Hier nochmal einen doppelseitigen Dimpel oder Bohrmuldenspanner von Mr. Q aus Titan. Und einmal nochmal einen Flachspanner. Brauche ich auch nicht so häufig, aber dabei haben ist besser als nicht haben. So, hier auf der rechten Seite haben wir einmal einen Offset Hybrid. Den habe ich selber gebaut aus einem Sägeblatt. Ist mir schon ein paar Mal jetzt doch ein bisschen verbogen, deswegen habe ich ihn jetzt nicht mehr so häufig im Betrieb. Ich muss mir den nochmal original besorgen vielleicht. Hier haben wir einen Eurohook, einen ganz dünnen, flexiblen aus einem Puck-Sägeblatt. Die fertigen werde ich immer daraus. Tobi hat auch so einen, der ist eigentlich zufrieden damit. Die Handles machen wir natürlich auch mal selber aus Schrumpfschlauch. Hier haben wir einmal von Sparrows einen Deep Hook mit einem getauchten Griff. Also die kommen so von Sparrows fertig. Gefällt mir nicht so gut. Also ist schon handy, also man kann es gut anfassen, aber es ist ziemlich so bröckelig, bröde. Die Oberfläche ist halt nicht so richtig glatt und ich musste das auch ein bisschen nacharbeiten. Was war, da hing noch ein Tropfen hinten dran. Also
so schön finde ich es jetzt nicht. Da habe ich lieber die Schrumpfschläuche, ehrlich gesagt. So, dann haben wir hier noch ein paar Hooks. Das ist noch ein Euro-Hook von Sparrows als Ersatz. Den brauche ich immer ganz häufig. Das ist auch ein Hook von Sparrows. Das müsste der Standard-Hook sein. Der ist ein bisschen höher vom Profil, auch ein bisschen steifer. Und hier haben wir noch einen Euro-Hook, auch nochmal als Ersatz. Ganz rechts haben wir hier die Forest Picks. Das ist, oder Dental nennt Multipick die, glaube ich. Das ist einmal von Southord ein DeForest Ball oder Half Ball. Dann haben wir hier von Multipick nochmal einen Dental Pick oder Dental Hook, so nennen sich die. Hat aber auch eine Ballform vorne. Habe ich mir besorgt, weil der von Southord, der ist so super dünn und der ist mir total verbogen. Also ich habe den zu Anfang ganz viel benutzt. War auch echt begeistert, aber der ist wirklich vorne an der Spitze, ist der so schlank, dass der echt extrem schnell verbiegt, wenn man nur ein bisschen damit arbeitet. Deswegen habe ich mir den noch mal von Multipick besorgt. Der hält viel mehr aus und da bin ich echt zufrieden. Dann haben wir nochmal eine Snake, eine ganz normale von Southord. Benutze ich eigentlich gar nicht mehr, habe ich früher zu Anfang immer ganz viel benutzt für die ganzen kleinen günstigen Vorhängeschlösser. Hier haben wir noch ein City oder L-Rake oder auch Six Mountains genannt, auch von Southord. Und dann haben wir nochmal den Ball, den ganz normalen Standard Ball von Southord. Braucht man ja eigentlich auch nur zum Raken von Disc-Detainern bzw. von hier Scheibenzuhaltungsschlössern. Oder Büromöbel sind meistens so gesichert. Oder Schranktüren. Da kann man den ganz gut brauchen. Ja, das war es eigentlich so aus meinem Pick Case. Vielleicht macht Tobi ja nochmal ein Video mit seinen. Ich denke, das macht er. Ich werde ihn nachher mal fragen, wenn noch Interesse besteht. Könnt ihr mich gerne zu irgendwelchen Picks oder zu irgendwelchen Materialien befragen und wie ich die so baue. Ich denke mal, ich werde auch noch ein How to Make My Own Picks Video rausbringen. Ja, so viel dazu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bye bye.